Hi, ich grüße euch bei der Only Witch Queen. Heute die Zwillinge, der Zwilling. Lieber Zwilling, wenn du bei mir eine Lesung haben möchtest, Link im Bio oder unten im Beschreibungsfeld. Der Zwilling. Lieber Zwilling, was übersiehst du? Du übersiehst hier, lieber Zwilling, dass es hier um deine Berufung geht, um dein Schicksal, um eine Wende, um einen Neuanfang. Und du übersiehst, dass du dich immer wieder im Kreis drehst. Und du versuchst, einen Weg zu finden, um dein Schicksal, deine Berufung zu erfüllen. Aber du kannst es noch nicht greifen. Das ist noch nicht richtig da bei dir, weil es hier um eine Entscheidung geht, um eine Wahl. Du darfst dich dafür entscheiden, deiner Berufung, deinem Schicksal zu folgen. Du hast das noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber du hast ein Gefühl dafür, wo die Reise hingehen könnte. Aber so richtig ist es noch nicht da, weil, wie gesagt, du drehst dich halt immer noch im Kreis. Du lotst immer noch alles so ein bisschen aus. Das, was vollkommen in Ordnung ist, ne? Lass dir Zeit, aber ich denke mal, du spürst schon, dass da irgendwas ist. Weil wenn nämlich eine Tür zugeht, wird eine andere aufgehen. Aber du darfst dich dafür entscheiden. Erst dann, wenn du bereit bist dafür, wird das Neue beginnen. Auf was du achten solltest, lieber Zwilling, es geht ja wie gesagt hier um dein Schicksal, dass du dich selbst verwirklichen wirst dadurch. Du wirst da mit voller Enthusiasmus reingehen, dafür kämpfen, weil die Königin der Stäbe, egal welches egal welches Geschlecht, bei Tarot gibt es kein Geschlecht. Und du solltest hier wirklich darauf achten, dich selbst zu verwirklichen, dich selber auch ernst zu nehmen. Weil du wirst erst später merken, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, du hast das noch nicht so richtig raus, aber das kommt noch. Und du solltest auch hier einschließlich nur auf deine Gefühle achten. Was fühlst du? Was macht das mit dir, wenn du dich fragst, warum bin ich eigentlich hier? In was bist du gut? Ja, wenn du darauf achtest und erkennst, dass es hier um deine Selbstverwirklichung geht und um deine Gefühle, horch in dich hinein. Was ist dir wichtig? Was macht dir Spaß? Wo kann ich wirken? Wo wirke ich? Wo habe ich Einfluss? In welchen Dingen bin ich besser? Besser oder habe mehr Erfahrung oder mehr Ahnung wie andere? Weil auch die Königin der Stäbe ist halt Unternehmertum. Ja. Das ist hier eine sehr, sehr wichtige Botschaft für dich. Du darfst wirklich, achte auf deine Gefühle, ganz, ganz wichtig. Was macht es mit dir? Was macht dir Spaß? Wo kannst du dich selber verwirklichen? Wonach solltest du gehen? Als erstes, das ist der Tipp vom Tarot, komm zur Ruhe. Komm wirklich zur Ruhe. Hab keinen Stress. Achte wirklich hier auf deine Gefühle und komm zur Ruhe. Snutsche, ganz ruhig. Komm zur Ruhe, denk drüber nach, weil es wird irgendwas in deinem Leben passieren. Entweder kommt eine Situation in dich rein, zu dir, oder es kommt ein Mensch zu dir, der dir erstmal bewusst macht, dass du, König der Schwerter, wie gesagt, in einem Bereich viel, viel mehr Erfahrung hast, viel, viel mehr Wissen hast, weil König der Schwerter ist jemand, der mit seinem Verstand arbeitet, mit seiner Erfahrung. Das ist sein Schatz, sein Wissen. Und derjenige arbeitet sehr analytisch. Und wie zum Beispiel Rechtsanwalt, ein Arzt, jemand, der halt wirklich auf ein Gebiet mehr weiß wie jemand anderes. Und du wirst hier entdecken, vermute ich mal ganz stark,
dass du wirklich in diesem Gebiet, was auch immer auf dich zukommt, dir sagst, wow, da habe ich ja wirklich richtig Ahnung von. Weil das wird hier in eine andere Richtung gehen. Du wirst, so wie ich das so sehe, das ist der Tipp von den Tarotkarten, in eine andere Richtung gehen. Nicht chaotisch. Es wird ein Neubeginn sein. Und der Neubeginn wird dir leicht fallen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es dir eventuell um ein Unternehmertum geht, dein eigenes Geschäft geht. Du wirst das freiwillig machen und voller Stolz. Und du wirst da aufgehen. Ja, du wirst nach oben schauen und sagen dir, ja, hier bin ich. Es ist, vermute ich mal, ein anderes Themengebiet, in was du wirken darfst, was dein Schicksal ist, deine Berufung. Weil du darfst auch darauf aufbauen. Du weißt es noch nicht. Ich könnte schwören, du weißt noch nicht, in welche Richtung das geht. Du hast nur eine Ahnung, weil das Wissen hast du schon. Aber es ist dir noch nicht richtig, du kannst noch nicht richtig greifen. Und wenn du dann zur Ruhe gekommen bist, lieber Zwilling, wirst du dran arbeiten. Du wirst es tun. Du wirst das stets und ständig peu à peu aufbauen. Weil hier geht es, wie gesagt, um dein Schicksal, um deine Berufung, um dein Sein. Schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Lesung. Wow, wow, wow. Gefällt mir. So soll es sein. Mit Geduld und Spucke, nichts übereilen, komm zur Ruhe und dann arbeite peu à peu dran, weil hier geht es um dein Schicksal.